Hörst du das Geräusch um uns herum? Die Tassen, die Menschen, die leise sprechen, die Musik im Café, das ist perfekt, um heute Deutsch zu lernen. Ja, ich liebe diese Atmosphäre. Deutsch ist nicht nur in Büchern. Es ist im Leben, in Cafés, in echten Gesprächen. Genau. Und heute lernen wir, wie man in einem Café wie ein echter Deutschsprecher spricht, mit einfachen, natürlichen und nützlichen Sätzen. Stell dir vor, du betrittst ein kleines Café in Berlin. Der Kellner schaut dich an und sagt: »Guten Tag, was möchten Sie?« Und du lächelst und antwortest: »Guten Tag, einen Kaffee bitte.« Perfekt. Das ist ein kurzer Satz, aber er ist sehr wichtig. Du hast bereits 3 wichtige Wörter gesagt. Guten Tag, Kaffee, bitte. Ja, und du kannst vielen Dank hinzufügen, denn Höflichkeit ist im Deutschen immer ein Pluspunkt. Schau, alles liegt in der Aussprache. Wir sagen vielen Dank. Ruhig und mit einem Lächeln. Deutsch hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Musik. Während du auf deinen Kaffee wartest, schau dir die Menschen um dich herum an. Jemand liest ein Buch, eine andere Person arbeitet an ihrem Computer und andere unterhalten sich ruhig. Ja, all das ist lebendiges Deutsch. Du kannst beobachten, zuhören und lernen. Selbst ohne zu sprechen, hörst du jede Minute nützliche Wörter. Zum Beispiel: Hör gut zu. Entschuldigung, können Sie mir bitte den Zucker reichen? Das ist ein Satz, den man oft in einem Café hört. Sehr praktisch, oder? Und der Ton ist immer freundlich und sanft. Kein Stress, keine laute Stimme, nur Einfachheit und Respekt. Ja, Deutsch ist auch eine Frage von Rhythmus und Selbstvertrauen. Ruhig zu sprechen bedeutet, selbstbewusst zu sprechen. Also werden wir dir heute in diesem Podcast beibringen, wie man in einem Café wie ein echter Deutschsprecher spricht. Du wirst zuhören, wiederholen und kleine Ausdrücke aus dem Alltag verstehen. Und hier bei LykeGermanPod lernst du jeden Tag ein bisschen mehr mit natürlichen Dialogen, die leicht zu verfolgen sind. Also nimm deinen Kaffee, atme ruhig und lass dein Gehirn die deutsche Sprache hören. Bist du bereit? Dann fangen wir an. Gut. Jetzt, wo wir bequem sitzen, lernen wir, wie man wie ein echter Deutschsprecher einen Kaffee bestellt. Ja, du wirst sehen, es ist sehr einfach. Aber du musst auf die kleinen Höflichkeitswörter und auf die Aussprache achten. Genau. In Deutschland sagt man beim Bestellen normalerweise nicht: Ich will einen Kaffee. Das klingt zu direkt. Ja, das stimmt. Besser ist: Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Das ist weicher, höflicher und viel natürlicher. Und wenn du noch freundlicher klingen möchtest, kannst du sagen: Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Denn Guten Tag ist immer ein magisches Wort im Deutschen. Ja, wenn du zuerst grüßt, bevor du sprichst, antworten die Menschen meistens freundlicher. Und jetzt hör gut auf die Aussprache: Ich hätte gern einen Kaffee. Wir sprechen die Wörter nicht hastig aus. Wir sagen sie klar und ruhig. Sehr gut. Und wenn du genauer sein möchtest, kannst du sagen: Ich hätte gern einen Kaffee mit Milch. Oder ich hätte gern einen Espresso. Und achte darauf: In Deutschland bedeutet ein Kaffee oft einen normalen Kaffee, nicht unbedingt einen Espresso, wie in manchen anderen Ländern. Genau. Wenn du einen größeren Kaffee möchtest, kannst du sagen: Einen großen Kaffee bitte. Oder du sagst: Einen Cappuccino bitte. Das ist auch sehr beliebt. Und für Zucker kannst du höflich fragen: Haben Sie Zucker bitte? Ja. Und vergiss den Ton nicht. Ruhig, höflich und mit einem kleinen Lächeln. Das ist der Schlüssel, um natürlich zu sprechen. Schau, wir machen jetzt einen kleinen Dialog. Stell dir vor, du bist an der Theke eines Cafés in Berlin. Guten Tag, was möchten Sie? Guten Tag, ich hätte gern einen großen Kaffee, bitte. Natürlich, mit Zucker? Ja, ein bisschen. Vielen Dank. Perfekt. Genau so spricht man in einem deutschen Café. Und um noch natürlicher zu klingen, kannst du am Ende eine kleine freundliche Bemerkung hinzufügen wie: Schönen Tag noch oder
danke, sehr nett. Ja, diese kleinen Wörter machen das Gespräch menschlicher und wärmer. Und du siehst, all das ist echtes Deutsch aus dem Alltag. Du brauchst keine komplizierten Wörter. Wichtig ist nur, mit Selbstvertrauen und Einfachheit zu sprechen. Deine Herausforderung für heute? Bestelle einen Kaffee auf Deutsch, auch wenn du nur zu Hause bist. Sag laut, Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Und wiederhole diesen Satz 3-mal. Dein Gehirn wird anfangen, ihn ganz natürlich zu speichern. Und wenn du noch mehr üben möchtest, höre unseren nächsten Dialog, wie man mit dem Kellner in einem deutschen Café spricht. Du hast also deinen Kaffee bestellt und jetzt kommt der Kellner mit deiner Tasse zurück. Das ist der perfekte Moment, um zu lernen, wie man mit dem Kellner spricht. Ja, denn ein echtes Gespräch ist immer ein Austausch. Du sprichst, du hörst zu, du antwortest. Genau. Und deutsche Kellner können freundlich sein, aber manchmal sprechen sie schnell. Deshalb musst du aufmerksam sein. Keine Sorge, wir helfen dir, die häufigsten Sätze zu verstehen. Hör gut zu, hier ist Ihr Kaffee. Das bedeutet, hier ist dein Kaffee. Und du kannst antworten, vielen Dank oder danke, perfekt. Sehr gut. Und manchmal fragt der Kellner, möchten Sie etwas dazu? Das bedeutet, möchten Sie etwas dazu haben? Und du kannst antworten, ja, ein Croissant bitte. Oder, nein, danke, nur den Kaffee. Perfekt. Das sind ganz einfache Sätze, aber sie helfen dir, natürlich zu sprechen. Und wenn du etwas fragen möchtest, kannst du sagen, Entschuldigung, können Sie mir bitte etwas Wasser bringen? Ja, Entschuldigung ist ein magisches Wort. Es öffnet viele Türen. Es ist höflich, angenehm und sehr typisch im Deutschen. Und wenn du den Kellner rufen möchtest, rufst du nicht laut Kellner. Nein, niemals. Du sagst ruhig, Entschuldigung, bitte, mit einer kleinen Handbewegung. Genau, das ist respektvoller und eleganter. Und wenn der Kellner dich fragt, ist alles in Ordnung, kannst du antworten, ja, danke, sehr gut oder ja, perfekt, danke. Sehr gut. Und wenn du etwas mehr Zucker möchtest, kannst du sagen, haben Sie Zucker bitte? Und wenn du etwas Milch möchtest, sagst du, kann ich bitte etwas Milch haben? Diese Sätze sind sehr nützlich und du kannst sie in jedem Café benutzen. In Berlin, München, Hamburg oder in einer kleinen deutschen Stadt. Und schau, das Wichtigste ist nicht, perfekt zu sprechen. Das Wichtigste ist, mit einem Lächeln zu sprechen. Ja, Menschen in Deutschland freuen sich, wenn du dir Mühe gibst, ihre Sprache zu sprechen. Auch wenn du einen kleinen Fehler machst, werden viele Menschen froh sein, dass du es versucht hast. Und weißt du, was schön ist? Je mehr du sprichst, desto mehr gewöhnt sich dein Ohr an die Sprache. Und eines Tages verstehst du alles, ohne darüber nachzudenken. Das stimmt. Dein Gehirn gewöhnt sich an die Musik des Deutschen, an seinen Rhythmus und an seine Laute. Also, deine Herausforderung für heute. Höre einen echten Dialog in einem deutschen Café. Versuche, mindestens 3 Sätze zu verstehen und wiederhole sie ruhig laut. Du kannst sie sogar mit 2 Personen spielen. Eine Person ist der Kunde, eine Person ist der Kellner. Und schreibe in die Kommentare, ich spreche selbstbewusst in einem deutschen Café. Ja, denn hier bei LykeGermanPod helfen wir dir jeden Tag, natürlicher, mit Freude und Selbstvertrauen zu sprechen. Und im nächsten Teil lernen wir, wie man ein Gespräch verlängert, Fragen stellt und über das Wetter oder den Kaffee spricht. Ja, denn in einem deutschen Café trinkt man nicht nur Kaffee. Man spricht, man lächelt und man teilt einen Moment. Dein Kaffee steht auf dem Tisch, der Schaum sieht schön aus und der Geruch ist perfekt. Das ist der ideale Moment, um das Gespräch fortzusetzen. Ja, denn in Deutschland ist Kaffee nicht nur ein Getränk, er ist auch eine Gelegenheit zu sprechen und einen Moment miteinander zu teilen. Genau. Und oft ist das Erste, worüber Menschen sprechen, das Wetter. Ah ja, das stimmt.
Deutsche sprechen auch gerne über das Wetter. Es ist einfach, neutral und jeder kann mitmachen. Also hör gut zu. Hier sind einige sehr nützliche Sätze. Das Wetter ist heute schön. Heute Morgen ist es kalt. Es regnet viel. Und als Antwort kannst du sagen, ja, das stimmt. Oder ja, aber morgen wird es besser. Sehr gut. Du siehst, mit ein paar Sätzen kannst du schon ein natürliches Gespräch beginnen. Und wenn du über deinen Kaffee sprechen möchtest, kannst du sagen, er ist sehr gut. Ich mag diesen Kaffee. Er ist stark, aber lecker. Ja, und wenn der Kaffee nicht deinem Geschmack entspricht, kannst du höflich sagen, er ist etwas stark für mich. Oder ich mag lieber einen milderen Kaffee. Das ist perfekt. Das sind einfache Sätze, aber sehr höfliche Sätze. Und dein Tonfall ist immer wichtig. Ruhig, freundlich und mit einem Lächeln. Du kannst auch über deinen Tag sprechen. Zum Beispiel, ich arbeite heute Nachmittag. Ich mache gerade eine Pause. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Ja, diese Sätze machen das Gespräch lebendiger. Und oft wird der Kellner oder die Person gegenüber ganz natürlich antworten. Zum Beispiel, ach ja, wo arbeiten Sie? Oder haben Sie einen langen Tag? Und dann beginnt die Magie. Du tauschst dich aus, du lächelst. Du sprichst wirklich Deutsch. Du kannst auch eine einfache Frage stellen, um weiterzusprechen. Zum Beispiel, kommen Sie oft hierher? Oder ist der Kaffee hier immer gut? Sehr gut. Solche Fragen sind perfekt für einen kleinen Moment der Unterhaltung. Und denk daran, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur den Mut haben zu sprechen. Ja, denn durch das Sprechen lernst du. Und jedes Wort, das du sagst, macht dich selbstbewusster. Genau, Deutsch ist wie Kaffee. Je mehr du es übst, desto mehr genießt du es. Ich mag diesen Satz. Also, deine Herausforderung für heute. Sprich auf Deutsch über das Wetter und deinen Kaffee, auch wenn du alleine bist. Und schreibe in die Kommentare, ich spreche über Kaffee und Wetter auf Deutsch. Ja, denn jeden Tag ein bisschen zu sprechen bedeutet schon, große Fortschritte zu machen. Und im nächsten Teil lernen wir, wie man eine kleine, freundliche Unterhaltung in einem deutschen Café führt. Ja, du wirst die Sätze entdecken, mit denen du freundlich sprechen und eine echte Verbindung zu Menschen aufbauen kannst. Du weißt, in einem Café geht man nicht nur hin, um etwas zu trinken, man kommt auch, um zu sprechen, zu lächeln und einen Moment zu teilen. Ja, das stimmt. Und im Deutschen sind kleine Gespräche und kurze Unterhaltungen sehr wichtig. Sie gehören zum Alltag. Genau. Und du kannst ganz einfach anfangen. Du brauchst keine großen Sätze. Ein paar freundliche Worte, ein angenehmer Ton. Und schon funktioniert es. Zum Beispiel, wenn jemand neben dir sitzt, kannst du sagen, heute ist das Wetter schön. Oder, der Kaffee hier ist wirklich gut. Und oft antwortet die Person mit einem Lächeln. Ja, ich komme gerne hierher. Oder, ja, das ist ein schöner Ort. Und schon hast du ein kleines, einfaches und natürliches Gespräch begonnen, ganz ohne Stress. Und wenn du weitersprechen möchtest, kannst du eine weitere Frage stellen. Wohnen Sie in der Nähe? Oder kommen Sie oft hierher? Sehr gut. Das sind perfekte Sätze für einen freundlichen Austausch. Sie zeigen, dass du interessiert und höflich bist. Und wenn du noch freundlicher sein möchtest, kannst du ein kleines Kompliment machen. Ihre Tasche gefällt mir sehr. Oder, Ihr Akzent klingt schön. Aber immer mit einem respektvollen Ton und einem natürlichen Lächeln. Ja, Menschen mögen ehrliche Lächeln. Sie öffnen die Tür für Gespräche. Du kannst auch über deinen Kaffee, dein Buch oder deinen Tag sprechen. Zum Beispiel, ich arbeite in der Nähe. Ich mache vor der Arbeit eine Pause. Ich lese ein bisschen, bevor ich nach Hause gehe. Das sind sehr einfache Sätze, aber sie helfen dir, das Gespräch fortzusetzen. Und wenn du das Gespräch höflich beenden möchtest, kannst du sagen, schönen Tag noch oder vielleicht sieht man sich wieder.
Ja. Und wenn du etwas freundlicher sein möchtest, kannst du hinzufügen: Ihnen auch einen schönen Tag. Es ist eine kleine Veränderung, aber sie macht einen großen Unterschied. Und das Schöne ist, diese kleinen Sätze helfen dir, auf Deutsch zu denken. Du übersetzt nicht mehr, du sprichst ganz natürlich. Genau, es ist wie Atmen. Je mehr du übst, desto einfacher wird es. Also, deine Herausforderung für heute: Beginne ein kleines Gespräch, auch wenn es nur kurz ist, auf Deutsch. Sag einen einfachen Satz zu jemandem oder stelle dir ein Gespräch in deinem Kopf vor. Und schreibe in die Kommentare: Ich führe freundliche Gespräche auf Deutsch. Ja, denn jedes Wort und jedes Lächeln ist ein weiterer Schritt in Richtung fließendes Sprechen. Und im nächsten Teil lernen wir, wie man seine Vorlieben und seinen Geschmack ausdrückt. Wie man darüber spricht, was man in einem Café mag oder nicht mag. Ja, denn Deutsch ist auch eine Sprache der Gefühle, der Vorlieben und der Freude. Weißt du, in einem Café spricht man oft darüber, was man mag. Kaffee, heiße Schokolade, Musik oder Arbeit. Es ist eine einfache Möglichkeit, ein kleines Stück von sich selbst zu teilen. Ja, und auf Deutsch gibt es viele Möglichkeiten zu sagen, was man mag. Aber wir beginnen mit den einfachsten Sätzen. Zum Beispiel: Ich mag Kaffee. Ich liebe heiße Schokolade. Tee mag ich nicht so sehr. Sehr gut. Und hörst du den Unterschied? Ich mag, ich liebe, ich mag nicht so sehr. Jede Ausdrucksweise zeigt ein anderes Gefühl. Ja, ich mag ist neutral. Ich liebe ist stark und positiv. Und ich mag nicht so sehr ist eine sanfte Art, etwas nicht besonders zu mögen. Und wenn du sagen möchtest, dass du etwas wirklich hasst, kannst du sagen: Ich hasse kalten Kaffee. Aber Vorsicht! Im Deutschen sagt man das nicht immer so stark. Oft ist es besser, freundlich zu bleiben. Ja, man kann eher sagen: Das ist nicht mein Favorit. Oder: Ich mag lieber etwas anderes. Das klingt eleganter. Und wenn du sagen möchtest, was du bevorzugst, kannst du sagen: Ich bevorzuge Kaffee mit Milch. Oder ich trinke lieber grünen Tee. Genau. Und du kannst auch einen Grund hinzufügen. Ich bevorzuge Kaffee mit Milch, weil er milder ist. Oder: Ich liebe heiße Schokolade, besonders wenn es kalt ist. Sehr gut. Und du siehst, mit diesen Sätzen kannst du ganz einfach ein echtes Gespräch führen. Ja, schauen wir uns einen kleinen Dialog an. Kunde: Ich mag diesen Kaffee sehr. Er ist heute Morgen perfekt. Ja, ich auch, aber ich bevorzuge Cappuccino. Er ist leichter. Ach ja, ich liebe starken Kaffee. Er macht mich sofort wach. Ja, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Genau. Einfach, natürlich und sehr deutsch. Und du kannst das Gleiche mit allem machen: Essen, Musik, Filme oder Reisen. Ja, zum Beispiel: Ich mag deutsche Musik. Ich bevorzuge lustige Filme. Scharfes Essen mag ich nicht so sehr. Das sind einfache Sätze zum Lernen und sehr nützlich im Alltag. Und wenn du jemandem eine Frage stellen möchtest, kannst du sagen: Magst du Kaffee? Oder was bevorzugst du? Und die Person kann antworten: Ja, ich mag ihn sehr. Oder: Nein, nicht so sehr. Ich trinke lieber Tee. Siehst du? Es ist ein natürliches, kurzes Gespräch, aber es hilft dir, dein Deutsch zu üben. Und vor allem, hab keine Angst davor, dieselben Sätze oft zu wiederholen. Dein Gehirn braucht Wiederholung, um automatische Reaktionen zu entwickeln. Ja, genau. Und je mehr du mit Gefühl wiederholst, desto schneller merkst du dir die Wörter. Deine Herausforderung für heute: Sag 3 Sätze darüber, was du magst, und 3 Sätze darüber, was du nicht magst. Und schreibe sie in die Kommentare: Ich mag nicht. Ja. Und wenn du noch schneller Fortschritte machen möchtest, versuche,
über deine Vorlieben direkt auf Deutsch nachzudenken, ohne zu übersetzen. Denn auf Deutsch zu denken ist das wahre Geheimnis, um natürlich zu sprechen. Und im nächsten Teil lernen wir, wie man in einem deutschen Café bezahlt und sich verabschiedet. Ja, denn auch am Ende zählt jedes Wort und oft bleibt das letzte Lächeln in Erinnerung. Dein Kaffee ist leer, die Tasse ist leer und du bist zufrieden. Es ist Zeit zu lernen, wie man wie ein echter Deutschsprecher bezahlt und sich verabschiedet. Ja, und du wirst sehen, selbst das Ende eines Gesprächs ist wichtig, denn in Deutschland gehört Höflichkeit vom Anfang bis zum Ende dazu. Genau. Der erste, sehr nützliche Satz ist: Die Rechnung bitte. Das ist der kurze, höfliche Satz, den jeder benutzt. Wiederhole mit uns. Die Rechnung bitte. Sehr gut. Und manchmal kannst du hinzufügen, wenn Sie einen Moment haben, das klingt noch freundlicher, als würdest du sagen, kein Stress. Ja, zum Beispiel: Die Rechnung bitte, wenn Sie einen Moment haben. Das ist perfekt, natürlich und respektvoll. Und wenn du wissen möchtest, wie viel es kostet, kannst du fragen, was macht das bitte? Oder: Wie viel macht das? Sehr gut. Und wenn der Kellner dir den Betrag nennt, kannst du antworten, in Ordnung. Oder: Sehr gut, danke. Und wenn du mit Karte bezahlen möchtest, kannst du sagen, kann ich mit Karte bezahlen? Und wenn du bar bezahlen möchtest, sagst du einfach: In bar bitte. Du siehst, es ist einfach, schnell und wird im Alltag sehr oft benutzt. Und vergiss das Wort Danke am Ende nicht, immer mit einem Lächeln. Ja, und manchmal sagt der Kellner, schönen Tag noch. Dann kannst du antworten: Danke, Ihnen auch. Sehr gut. Und wenn es Abend ist, sagst du, schönen Abend. Und die Person antwortet vielleicht: Danke, Ihnen auch einen schönen Abend. Diese kleinen Wörter sind sehr wichtig. Sie hinterlassen einen guten Eindruck. Denn Kommunikation besteht nicht nur aus Worten, es geht auch um den Tonfall, den Blickkontakt und das Lächeln. Ja, und auch wenn dein Deutsch nicht perfekt ist, wenn du ehrlich Danke und schönen Tag noch sagst, merken die Menschen das. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du sagen: Vielen Dank, es war sehr gut. Oder ich hatte eine schöne Zeit. Das ist einfach, aber es zeigt, dass du den Service schätzt, und das freut die Person, die dort arbeitet. Genau. Also, deine Herausforderung für heute? Sag laut, die Rechnung bitte. Danke, schönen Tag noch. Wiederhole diese Sätze mehrmals, damit du sie ganz natürlich behalten kannst. Und schreibe in die Kommentare, ich bestelle, ich bezahle und ich verabschiede mich auf Deutsch. Ja, denn jeder Schritt, sogar das Ende einer einfachen Bestellung, bringt dich näher an das echte Leben auf Deutsch. Und im letzten Teil zeigen wir dir, wie du alles wiederholen kannst, was du heute gelernt hast und wie du diese Sätze im echten Leben verwendest. Ja, du wirst sehen, wie alles zusammenpasst. Zuhören, sprechen, bestellen und danken. Alles gehört zur gleichen Freude, Deutsch zu lernen. So, unser Kaffee ist fast fertig und du hast heute viel gelernt. Du kannst jetzt in ein Café gehen, bestellen, sprechen, bezahlen und lächeln wie ein echter Deutschsprecher. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast zugehört, wiederholt und geübt. Und dein Deutsch ist bereits natürlicher als vorher. Erinnerst du dich an den Anfang? Wir haben gelernt zu sagen, Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Danach hast du gelernt, wie man mit dem Kellner spricht. Entschuldigung, können Sie mir bitte etwas Wasser bringen? Du hast auch gelernt, über Kaffee, das Wetter und deinen Tag zu sprechen. Das Wetter ist heute schön. Dieser Kaffee ist sehr gut. Danach hast du entdeckt, wie man ein kleines, freundliches Gespräch führt und wie man sagt, was man mag oder bevorzugt. Zum Beispiel,
Ich liebe Cappuccino. Oder ich bevorzuge Kaffee mit Milch. Und natürlich weißt du jetzt, wie man bezahlt und sich verabschiedet. Die Rechnung bitte. Danke. Schönen Tag noch. All diese kleinen Sätze sind Schätze für dein Deutsch. Sie ermöglichen dir, im echten Leben zu sprechen, nicht nur in einem Buch. Und vor allem geben sie dir Selbstvertrauen. Denn Deutsch sprechen bedeutet nicht, perfekt zu sein. Es bedeutet, den Mut zu haben, zu kommunizieren. Ja, das Wichtigste ist, Deutsch zu leben, es zu sprechen, es zu hören und es zu fühlen. Jedes Mal, wenn du einen Kaffee trinkst, denke an einen Satz, den du hier gelernt hast. Dein Gehirn wird ihn mit einem echten Moment in deinem Leben verbinden. Und je mehr du übst, desto natürlicher werden diese Wörter. Eines Tages wirst du sprechen, ohne nachzudenken, und du wirst direkt auf Deutsch denken. Das ist das Ziel von allem, was wir hier bei LykeGermanPod machen. Wir helfen dir jeden Tag, Schritt für Schritt Fortschritte zu machen, mit echten Dialogen und Situationen aus dem Alltag. Und wenn du weiter lernen möchtest, höre unsere anderen Podcasts, in denen du lernst, an anderen Orten zu sprechen. Im Restaurant, in der Bäckerei oder auf der Straße. Ja, denn je mehr du Deutsch hörst, desto mehr wird es ein Teil von dir. Also deine letzte Herausforderung. Wiederhole jeden Tag einen Satz aus diesem Podcast. Wähle einen Satz aus und sage ihn laut mit einem Lächeln. Und vor allem schreibe in die Kommentare, ich spreche Deutsch mit Selbstvertrauen. Ja, teile deine Erfahrung. Erzähle uns, was dir gefallen hat. Und sende dieses Video an einen Freund, der mit dir lernen möchte. Denn Deutsch zu lernen ist noch schöner, wenn man es teilt. Vielen Dank, dass du diesen Moment mit uns in diesem kleinen imaginären Café verbracht hast, wo Wörter zu Lächeln werden. Höre weiter zu, sprich weiter, lebe weiter auf Deutsch und vergiss nicht, jeden Tag kommst du ein kleines Stück weiter. Wir sind sehr stolz auf dich. Bis bald in einem neuen Podcast. Und vergiss deinen Kaffee und dein Deutsch nicht.